Also ich bitte Sie jetzt mal in sich hineinzuhören, ob Sie sich vorstellen können, in Ihrem Büroalltag, da gibt es so ein Ärgernis und das gibt es auch immer wieder. Das sind so Sachen, naja, also da wollte ich immer schon was sagen, aber dann habe ich es mal durch die Blume versucht, das ist nicht angekommen. Ja, dann habe ich es mal ganz krass gesagt, das ist auch nicht gut angekommen. Ja. Ich hatte mir jetzt aufgeschrieben, zum Beispiel, was oft erwähnt wird, Geschirr wird einfach oben auf der Spülmaschine abgestellt, anstatt eingeräumt, oder Sie kommen zur Spülmaschine, ist immer voll, komischerweise ist die gerade zu Ende gelaufen. Ja. Komisch, dass Sie dann immer da stehen und die Maschine ausräumen müssen. Das ist so ähnlich wie mit dem Toilettenpapier. Ausgerechnet vor Ihnen ist das Ende. Ja, ist die Rolle leer. Und Sie sind wieder die erste Person, die da landet und hat eine leere Klobrille vor sich. Ja. Oder Sie gehen zum Kopierer und denken, oh schade, kein Papier drin, da geht gerade jemand weg mit so einem Stapel Kopien. Es kann aber auch sein, also da geht schon in diesen Bereich Territorialisierung, nenne ich das, so besitzergreifende Gesten auf das Territorium der anderen Person. Ich stelle mein Wasserglas hier ab und jetzt gehört der Tisch und alles, was da dranhängt, mir. Ja, dann achten Sie mal drauf, wer was, wann und wie viel auf Ihrem Schreibtisch abstellt. Ja, das ist sozusagen die Flagge in Ihr Territorium hineinzustellen. Ja. Und dann wissen Sie schon mal Bescheid, also es hat jemand anders hier meinen Raum eingenommen. Ja. Jetzt müssten Sie theoretisch verteidigen oder sich zurückziehen. Dazu gehört das Benutzen Ihres Kaffeebechers, den Sie sich extra gekauft haben, damit Sie mal Ihren eigenen Kaffeebecher haben, der nicht auch immer da von anderen irgendwie, Sie ekeln sich vielleicht auch sonst. Gut, kann ja sein. Ja? Also das gehört dazu, das Benutzen des eigenen Kaffeebechers, und Sie beobachten aber, dass Ihr Kollege X reinkommt und jedes Mal Ihren Lieblingskaffeebecher greift. Aber Sie sagen nichts. Das sind so diese kleinen Ärgernisse. Und es geht dann natürlich auch noch, es gibt noch andere Bereiche, die so ein bisschen weitergehen, bei Konferenzen, Tagungen oder vielleicht auch nur im kleinen Gespräch, das unterbrochen werden. Frauen müssen tatsächlich mehr Unterbrechungen ertragen. Da gibt es Statistiken, wie oft Männer Frauen unterbrechen und so. Und da ist die Frage, wie spreche ich das an? Wie kann ich das sagen? Und dann kommt gleich, jetzt kommt wieder das schlechte Gewissen über ihn, innere Stimme, die sagt dann, du kannst das doch nicht so klar sagen. Du kannst doch nicht einfach klar deine Meinung sagen. Du kannst doch nicht sagen, hier stoppt mein Kaffeebecher. Das ist doch unhöflich, unfreundlich und es gehört sich nicht so zu reden. Wir empfinden das oft als unhöflich. Wir haben als Frauen oft die Ängste und die Sorgen, dass wir denken, die anderen werden uns das übel nehmen, wenn wir so reden. Probieren Sie es mal aus. Das Wichtigste ist natürlich, dass Sie das mit einer inneren Gelassenheit und Größe sagen können. Dass da noch keine Wut und Ärger und aufgestaute Wut und Aggression drin ist, sondern dass Sie das wirklich neutral formulieren können. Und das erhebt Sie auf eine Metaebene, ja, auf eine höhere Ebene, von der aus Sie die Situation betrachten, die gerade passiert. Also dies ist ein Ruheraum, könnte man in der Sauna sagen. Ja? Ich sage es Ihnen einfach mal ganz abgekürzt. Indirekte Botschaft. Ja? Und wir hoffen jetzt und erwarten, dass die anderen Nicht-Außerirdischen unsere Nachricht verstehen. Dies ist ein Ruheraum. Ja, kann ich dann sagen, ja, stimmt, schöner Ruheraum. Ja, und dann bringt also letzte blablabla. Ja, also das ist eine indirekte Botschaft, aber auch hier die Richtung stimmt. Jetzt ist nur die Frage, wir wollen ja mal einfach eine Situation, die wir sehen und betrachten hier vor uns, ja, einfach nur mal neutral in Worte fassen, sodass eine möglichst außenstehende Person begreifen kann, was hier passiert, ohne dass da ein Vorwurf oder ein Ärger drin ist.
Und es ist übrigens auch sehr gut statt aber. Das nimmt so ein bisschen diese Wucht der Kontroverse raus. So, Sie sagen also, was ist die Situation? Wir sitzen gerade in einer Sauna und Sie unterhalten sich sehr angeregt. Das ist die Situation. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist wichtig, dass wir eine Situation erstmal neutral beschreiben, dass wir uns selber klar machen, was ist hier eigentlich überhaupt Sache. Denn ganz oft kommen Interpretationen schon in diesen ersten Satz rein. Ich interpretiere, dass Sie mich ärgern wollten und Sie sind hier extra und das und so und Sie haben doch genau gesehen und ich wollte und so weiter. Vielleicht ist das gar nicht der Fall. Vielleicht ist es einfach nur die neutrale Situation, die da gerade passiert. Und das ist wichtig, dass Sie sich das klar machen. Ja? Denn ganz oft kommen wir einfach schon mit unseren Vermutungen und Vorerfahrungen und Verurteilungen, ja, und allem Möglichen hinein in eine solche Situation. Und jetzt versuchen wir uns mal ganz großartig frei zu machen in unseren Köpfen. Und zu sagen, ich gehe hier frisch und unschuldig mal ran an diesen Moment und sage, ach, ich sehe gerade, da ist kein Kopierpapier drin und du hast hier eben kopiert. So, mehr ist das nicht. Ja? Oder Klopapier, weiß